Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Xtract SR-System. Wir haben euch kürzlich auf unserem Kanal die Tragetücher, Rettungstücher von Rescue Essentials vorgestellt. Heute sind wir bei Vero zu Besuch und lassen uns das Xtract SR-System vorstellen. Ich bin hier mit dem Manuel. Manuel, grüß dich. Hallo Martin. Der Manuel ist ja ein Experte hier auf dem Produkt, beziehungsweise er hat das natürlich hier im Sortiment und muss es dementsprechend auch gut kennen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kommen einfach mal her und lassen uns das Ganze mal im Detail erklären. Manuel, das Xtract SR-System ist ja ein modulares System im Endeffekt. Wir haben ja bei unseren vorherigen Videos aufbauend das nach oben skaliert quasi. Erst die Rettungsschlingen, dann die einfachen Rettungstücher und jetzt das modulare System. Genau, ist im Prinzip ein Premium-Rettungstuch. Das heißt, ich habe ein einfaches Rettungstuch, was ich mitnehmen kann. Hier in der Grundform. Also so kommt es vom... Genau, so kommt es von Haus aus. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen offen ist, ist vom Volumen ein bisschen größer, es ist ein bisschen kleiner. Aber ich habe die Möglichkeit auch natürlich, wenn ich nicht viel Platz in meiner Medic-Tasche habe, einfach es zu vakuumieren. Macht dem Tuch nichts aus. Also das wäre dann die Größe. Das ist schon im Endeffekt wie andere handelsübliche Rettungstücher von der Größe, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht viel größer. Nein, also ist nicht viel größer, ist vom Gewicht her auch nicht viel größer, hat aber entscheidende Vorteile zu einem normalen Rettungstuch. Und zwar dann rollen wir das Ganze mal aus. Und zwar haben wir erstens drin eine Anleitung, wie lege ich den Patienten überhaupt rein, den Verwundeten, und auch, was mache ich dann mit dem Rettungstuch. Man sieht, es ist ein bisschen größer und von der Form her auch anders als die Rescue Essentials. Es ist kein eckiges Rettungstuch? Genau, sondern es hat eine konische Form, das heißt, es wird nach unten hin einfach schmäler, weil wir dann die Füße haben, die sind einfach schmäler als unser Oberkörper. Man fängt halt an, Patienten wird draufgelegt oder es wird unten drunter geschoben. Dann schaut man, dass er wirklich mit der Schulterbereich oben an den roten Griffen ist. Und wenn der Patient dann drin liegt, ziehe ich das Ganze einfach zu am Kopf und auch am Fuß. Das heißt, ich kann es in der Grundform auch von der Länge her anpassen. Also es ist egal, wie groß der Verwundete, der Patient ist. Wenn er auch weggesprengte Füße hat, es wappelt dann nichts bei der Evakuation. Einfach zuziehen und schon habe ich die entsprechende Länge. Und der Riesenvorteil ist jetzt hier, ich kann den ganzen Patienten drauf auch noch fixieren, dass er mir nicht wegrutscht beim Abtransport. Das heißt, ich habe die Gummibänder und gehe dann x-förmig über den Patienten. Mache das Ganze dann zu, habe aber dann die Möglichkeit, jederzeit an die Extremitäten zu schauen, weil Gummiband, ich kann es mir anschauen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Tourniquet angelegt habe, kann ich dann nochmal kontrollieren, prüfen, ohne dass ich da jetzt groß was aufmachen muss, sondern kann es einfach auseinanderziehen. Genau, ich kann es dann einfach auseinanderziehen, schaue mir das an, ob die Blutung noch steht oder nicht. Oder der Verband verrutscht ist oder was auch immer. Und dadurch, dass der Patient ja schon automatisch hier eingefasst ist, kann ich damit natürlich auch in schwierigen Situationen bergen. Du hast da vorhin was erzählt? Genau, also wir waren letztens bei einem Training und mit einem zusätzlichen Modul, das wir euch gleich dann zeigen, mit der Hartplastikschale haben wir es gemacht, durch einen simulierten Gullideckel rauszukommen. Hat super funktioniert, der Patient hat nichts gespürt. Was man nur sagen muss, wenn es ein bewusstloser Patient ist, der keine eigene Körperspannung mehr drin hat, muss man ihn noch zusätzlich mit Bandschlingen fixieren, damit er mir einfach im Tuch nicht runterrutscht. Die mache ich oben dran, über die Beine, damit er einfach fest drin sitzt und dann kann ich ihn einfach hochkant Aber theoretisch dadurch, dass man hier die Füße eingefasst hat und der Körper ja auch komplett eingefasst ist, hat man schon eine sehr gute Grundstabilität. Hat man eine gute Grundstabilität und wenn der verwundete Patient auch noch ansprechbar ist und eigene Körperspannung hat, rutscht der auch nicht raus aus dem Tuch. Und der Transport hier in dem eigentlichen Tuch jetzt wäre jetzt realisierbar mit 2 bis 4 Personen. Das sind ja hier Tragegriffe dafür vorgesehen. Genau, es sind Tragegriffe vorgesehen, dass ich ihn wegtragen kann. Ich kann aber dann auch jede andere Bandschlinge mit dazu nehmen und sie befestigen und ihn dann rausschleifen natürlich. Genau. Oder halt modulares System, also es gibt auch Gurtbänder mit dabei. Die können wir mal holen und sind dann auch noch gekennzeichnet. Roter Karabiner auf rotes. Also auch stressresistent. Genau, auch stressresistent und da habe ich dann einfach 2 Stück, die ich mir dann an meiner Ausrüstung befestigen kann oder halt einfach durch die Schlaufen
lege ich mir das Ganze Also ähnlich wie das Dragon Harness auch mit abgenähten Abteilungen, dass ich die Länge variieren kann. Genau. Oder halt auch als Schultertrage. Auch als Schultertragesystem es einfach nutzen kann. Perfekt. Genau. Ja, das ist jetzt das Grundsystem. Genau, das ist das Grundsystem Modul plus 1. dem ersten Moduloption schon mit den Gurtbändern einfach. Ja. Ist dann immer das 2 Stück, weil macht einfach Sinn, dass ich 2 Stück dabei habe. Aber es ist halt auch möglich, dass ich natürlich auch alleine ihn rausziehen kann. Ja. Kommt immer auf die Situation drauf an. Aber wenn ich ihn trage, zu viert, dass ich einfach zweimal hier und zweimal hier habe. Oder wenn ich dann zu zweit nur bin, hier befestige und der andere dann auf der gleichen Seite und ihn dann einfach rausziehe. Okay, cool. Dann packen wir das mal beiseite, Genau. würde ich sagen. Da braucht man nämlich jetzt gleich hier ein bisschen Platz. Genau, dann hatte ich eben schon angesprochen, das Gurtsystem plus eine Hartplastikunterlage. Vorteil ist halt hiervon, ich habe nochmal eine zusätzliche Barriere zu dem Boden und kann dadurch noch robuster über den Boden gehen. Hat einfach einen Patientenkomfort, dass er nicht jeden Stein merkt und ich halt einfach schleifen kann und es nichts ausmacht. Vorteil ist, wir haben das Tuch, unten auf der Hartplastikschale ist nochmal Schaumstoff, das heißt es ist nochmal gepolstert, am Kopf extra ein bisschen dicker, damit der Kopf halt auch eine aufrechtere Position hat, nicht der tiefste Punkt ist. Und das System wird dann so, wie es ist, quasi entweder schon, wenn man es so bestellt, mit der Hartplastikschale montiert geliefert oder man bestellt es nach und montiert es selber. Das wird dann hier mit Kabelbindern Genau, wird einfach fixiert. mit handelsüblichen Kabelbindern. Das heißt, selbst wenn hier mal einer durch einen Stein kaputt geht, nehme ich einen Kabelbinder aus dem Baumarkt, mache es dran, schneide es ab und dann habe ich es wieder fest montiert. Und dann wird das komplett so gerollt und kann dann auch so transportiert werden. Genau. Wir haben ja auch schon jetzt vorhin das mal ausprobiert und mal getestet. Es ist ja auch vom Anlegen her relativ einfach. Die einzige Schwierigkeit ist natürlich jetzt nur, wenn es lange gerollt gelagert ist. Wenn man das alleine nutzt, dann rollt sich es natürlich versehentlich rollt sich wieder auf. immer gern wieder auf. Deswegen besser zu zweit. Besser zu zweit, aber es funktioniert alleine auch. Ja, geht auch. Genau. Da habe ich halt die Option, entweder nur das Modul zu kaufen, das heißt mit der Hartplastikschale, dem Tuch und den 2 Rettungslinks, weil das einfach eine gute Kombination ist. Und wenn ich sage, okay, ich habe keinen eigenen Medic-Rucksack, ich möchte gerne direkt einen Rucksack mit dabei haben, haben wir das Basisset. Da ist dann halt schon der Rucksack mit dabei. Da ist dann eingerollt das Modul. Mit der Unterlage? Genau, mit der Unterlage. Die Gurtbänder sind draußen fest montiert, dass ich die halt einfach abnehmen kann. Und wir haben halt einen riesen Vorteil. Ich habe draußen einen kompletten Molle. Das heißt, ich könnte mir hier auch mein Medic-Set schon vorbereiten. Ich könnte verschiedene Modultaschen A, B, C, D, E machen und da dann raus auch arbeiten, wenn ich sage, okay, ich nehme nur diesen Rucksack mit. Ja. Oder halt, wenn der Medic selbst seinen Medic-Rucksack hat, das dem jemand anders geben, der das dann noch zusätzlich trägt. Weil vom Gewicht her ist es ja überschaubar. Ne? Also es ist jetzt ja nicht irgendwie tonnenschwer. Nein, also definitiv nicht. Ja. Okay. Gut, dann haben wir noch Erweiterungen Genau. für bestimmte Umstände. Genau, es gibt das dann, ist das, was es auch so besonders macht, Ja. Habe ich mir sagen lassen, dieses System. Da gibt es tatsächlich auf dem Markt nichts, was irgendwie vergleichbar ist also in es gibt dieser Richtung. Also nicht in dieser Modularität. Nein, in dieser Modularität, die einfach verschiedene Aspekte vereint, ist es einmalig. Ja. Okay, was haben wir noch? Wir haben als nächstes, würde ich sagen, wir sind als Trupp unterwegs, haben ein Wissen, okay, wir müssen einen Verwundeten irgendwo retten und wissen, okay, wir müssen 30 Kilometer Umweg machen, um das Gewässer zu umgehen. Oder wir sagen, wir gehen einfach durchs Gewässer. Schieben wir mal das Ganze zur Seite. Ihr seht, wir haben ja auch schon ein bisschen Dreck gemacht. Genau, da haben wir das A-Float-System. Im Prinzip, wenn man sich es anschaut, müssten vielen das bekannt sein. Das ist ähnlich wie eine Luftmatratze. Das heißt, ich habe dann hier das System, habe 3 Aufblasmöglichkeiten. Einmal die Basis, die ich aufpumpe und einmal die Seitenteile. Und da adaptiere ich dann einfach das Rettungstuch drauf. Ist in beiden Varianten möglich, also entweder pures Rettungstuch oder mit Hartplastikunterschale. Mit der Hartplastikunterschale habe ich nochmal ein bisschen mehr Auftrieb natürlich. Ist mit beiden einfach möglich. Und ich hätte sogar so die Möglichkeit zu sagen, als Notlösung, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt einen Abtransport machen müsste und habe nur das dabei, habe aber keine Hartplastikschale, könnte ich auch das dafür nehmen. Ist natürlich nicht so robust. Ist nicht so ganz robust, klar, ja. aber würde ja auch gehen. Würde auch gehen. Okay. Ja, und das ist natürlich auch von der Form her auch konisch verlaufen, also gleich wie das Hauptsystem. Und hier hast du gesagt, man kann das dann auch hier an
an der eigentlichen Decke fixieren. Das Genau. sind hier die Punkte. Genau, dafür sind die Gummibänder einfach da. Das heißt, ich mache sie auf, nehme den Tragegriff und montiere das Ganze und mache es wieder fest. Da ist jetzt nur ganz wichtig zu wissen noch, dass wenn da ein Patient drin liegt und auch im Tuch ist, dass man da natürlich mit dieser Überkreuzung ein bisschen sparsam umgehen sollte, weil wenn das Ganze umkippt. Genau, also es ist ratsam, es nicht zu machen, dass, wenn es umkippen sollte, dass der Patient nicht einfach drin liegen bleibt. Steht auch hier, Casualty clear of all restraints. Ja, also es ist natürlich möglich, also man ist Ein ja dabei. Ein es ist einfach Team sicherer. Mit 4 Leuten in einer überschaubaren Lage, wo man sagt, okay, das Wasser ist jetzt nicht so, dass es mich wegreißt, sagen wir mal Brust hoch oder so, da kann man ihn natürlich fixiert lassen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er umkippt, unmöglich. Natürlich, aber wenn ich starke Strömung habe, das heißt, er kippt mir um und ist dann auf einmal 20 Meter weiter, könnte schon zu spät sein, weil ich einfach nicht mehr drankomme. Und so würde er vom Tuch gelöst werden und schwimmt dann einfach an der Oberfläche. Ja. Und nicht auf dem Kopf. Okay. Und das ist natürlich auch wenn es jetzt nicht aufgeblasen ist, vom Volumen her extrem klein. Ne? Das kann ich mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar mit der Rolle irgendwo zusammen... Genau, also ich könnte es noch draußen mit einer Tasche halt adaptieren, dass ich es direkt mit dabei habe. Ja. Oder wenn ich schon weiß, okay, die Mission sieht so aus, könnte ich natürlich mein Tuch vorher ausrollen und das Ganze in das Tuch reinlegen und dann wieder zusammenrollen. Ja. Dann habe ich es schon direkt mit dabei. Perfekt. Okay. Also ich kann es mir immer pro Mission auch vorbereiten. Ja. Und da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt. Genau. Es wird kalt. Es wird kalt. Wir haben jetzt einen super Sommer gehabt mit sehr heißen Temperaturen, aber ja, das kalte Wetter steht schon vor der Tür. Und da haben wir das nächste System. Und zwar ist es dann das Heat-Safer-System. Ist dafür gedacht, dass ich halt einen kompletten Wärmeschutz für den Patienten Verwundeten habe. Fängt vom Boden an, dass ich da eine Barriere habe. Dann einen passiven Wärmeschutz einfach. Und dann nochmal einen Regen- und Windschutz. Aber am besten. Das heißt, wir könnten theoretisch natürlich auch bei dem Rettungstuch mit einer normalen Rettungsdecke arbeiten. Ne? Man hat ja auch eine Schaumstoffunterlage, aber sobald es natürlich ein bisschen kühler wird, ist das schon kritisch. Ne? Ist kritisch und wenn ich halt einfach weiß, okay, der Weitertransport dauert zu lange. Ja. Ich muss irgendwo noch stehen, 1-2 Stunden. Ist es einfach besser, wenn der Patient eine gute Isolation hat. Okay, dann packen wir aus. Dann packe ich das Ganze mal aus. Also ist dann auch wieder erklärend. Das heißt, ich habe 3 Module und es ist halt auch vorgegeben, okay, welches ich als erstes mache und was ich mit dem Modul dann auch einfach machen soll. Das ist nochmal eine kurze Anleitung und auch nochmal 2 Heringe mit dabei, dass ich das Ganze einfach am Boden fixieren kann, damit es mir nicht abhaut, während ich am Patienten bin. Und dann fangen wir mit Nummer 1 an. Dort haben wir das ähnliche System wie eben bei dem A-Float. Bloß haben wir hier einfach nur eine Isomatte. Ohne ein bisschen schmäler als das. Genau, ein bisschen schmäler. Genau. Bei dem A-Float haben wir noch die Kissen mit dabei. Und wenn ich das aufpuste, habe ich halt einfach eine Isomatte. Das wäre quasi der Center-Bereich von dem Wassersystem, ne? Genau. Okay, ja. Das heißt, das ist schon mal von unten nochmal eine Wärmeisolation. Genau, dann packe ich den Patienten drauf. Also das lege ich ins Rettungstuch. Dann packe ich da den Patienten drauf. Und als nächstes habe ich das eigentliche Wärmeelement. Und zwar ist es jetzt flach, weil es gequetscht ist, aber es füllt sich jetzt langsam mit Luft. Ist im Prinzip wie eine Daunenjacke. Das ist ein Loftsystem, ne? Ja. Und da fange ich halt an, dass ich es halt einfach erstmal auf den Patienten drauflege, um den Kopf lege. Das ist auch sehr smart, dass es nicht einfach eine Kapuze ist, weil das ist ja schwierig dann, sondern das ist im Endeffekt ein Kragen, der um den Kopf rumgelegt wird und dann eine Kapuze bildet. Genau, es bildet dann eine Kapuze. Ja. Ziehe das Ganze dann einfach zu, dass es wirklich wollig warm um den Patienten ist. Habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich kann auch das Gesicht mal kurz abdecken, wenn es wirklich richtig kalt ist, kann aber auch die Nase halt frei halten, dass er frei atmen kann. Kannst jederzeit schauen, okay, wie sind die Vitalwerte, wie geht es dem Patienten, mach es wieder zu. Habe dann diese Flügel und die lege ich unter der Achsel einfach an. Genau, das heißt, dass der Torso gewärmt wird, die Extremitäten sind dann nicht gewärmt, aber man hat hier das Wichtigste, dass
das Zentrum warm bleibt. Genau, unsere Box, dass die warm ist, dass unser zentrales System, unser Herz pumpen kann, dass da genug Wärme ist. Und das geht dann bis runter zum Fußbereich? Genau, geht dann einfach bis unten zum Fußbereich, das lege ich dann einfach drauf. Kann es auch zwischen die Beine legen, wenn ich sage, okay, die Füße jetzt nicht, dass ich es nochmal so mache. Also habe ich einfach verschiedene Möglichkeiten. Und durch das Tragetuch ist es dann auch schön fixiert und dann kann eigentlich nirgendwo mehr Wärme entweichen. Genau, also sobald ich dann das Tragetuch wieder zumache, durch das X-System, ist es einfach ein Wolle-System. Also es ist dann wie ein Schlafsack und es kann mir nicht links und rechts irgendwie Perfekt, ja. Genau. Und dann könnte es noch schneien oder? Genau, also es könnte jetzt noch Wind, Regen kommen. Wir liegen immer noch draußen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendeine Behelfsunterkunft zu bauen. Können wir halt nochmal zusätzlich jetzt über den Patienten etwas legen. Einfach einen Windschutz, Regenschutz, haben aber dann auch immer wieder die Möglichkeit, das aufzumachen und wieder die Bänder auseinandernehmen und an die Extremitäten zu schauen. Perfekt. Und halt hier, das lege ich um den Kopf, Gesicht ist wieder frei, dass ich immer schauen kann, okay, schnaubt er noch, wie sind die Augen, das ist alles möglich. Das kann schon ziemlich viel, das System. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch über das sprechen, was es nicht kann. Das ist leider das Einzige. Ne? Genau, also was leider nicht möglich ist, dass ich es winschen kann oder am Helikopter dranhänge. Da hat es leider keine Zulassung für. Ja. Aber rein theoretisch kann ich natürlich das Tuch vorbereiten. Wenn der Helikopter kommt, hat er meistens auch eine Trage dabei. Und legt es Wollte dann ich einfach gerade sagen, da da rein. muss einfach nur das ganze Paket da rein. Genau, das ganze Paket, weil es ja wirklich sehr schmal ist. Es nimmt nicht viel mehr Platz ein als der Patient an sich. Also kann ich es einfach adaptieren und dann kann er gewünscht werden. Ja. Oder ihr da draußen, ihr Einheiten, ihr kauft alle das Extract-System und dann hat die Firma genug Geld, um auch noch ein zusätzliches Modul zu entwickeln, das Hartschalenmodul. Ja, das hat der Helikopter dann dabei. Ja, das hat der Helikopter dabei und die Zulassung müssen wir dann noch beantragen. Stimmt, natürlich, klar. Ja, cool. Ja, Manuel, vielen, vielen Dank, dass du uns das mal hier im Detail erklärt hast. Für euch da draußen, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Manuel, willst du noch irgendwas loswerden? Nee, also Fragen gerne einfach an uns richten, entweder über die Kommentare oder über die Chatfunktion bei unserer Webseite, E-Mail, meldet euch einfach, wenn Fragen sind. Vero ist unten eingeblendet, da habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ich sag mal danke und tschüss. Ich danke auch. Und wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dann, macht's gut. Bye bye. Ciao.